Franzbrötchen, s'il vous plaît. Ja, warte, dafür 10 Euro. Viel geiler ist Energieriegel. Wie ihr seht, ist mein Französisch perfekt, aber man braucht es gar nicht, wenn man ein Fahrrad bei Origin kauft. Ich gebe zu, ich habe noch nie vorher von Origin gehört. Tatsächlich gesehen habe ich die Räder aber schon oft. Die stellen nämlich die blauen Ersatzräder auf den blauen Shimano Autos bei der Tour de France. Und Origin ist ein gar nicht mehr so kleiner Radhersteller aus Frankreich, die alles an Fahrrädern produzieren und direkt vertreiben und natürlich auch Gravelbikes. In Frankreich hat Origin auch diverse Servicepartner. Das ist da also gar kein Problem, sich so ein Rad zu kaufen. In Deutschland gibt es die nicht. Da müsst ihr also entweder einen Händler finden, der an eurem Rad rumschraubt, oder alles selber machen. Ich habe hier das Grex 3 GTO, das Carbon Gravelbike von Origin. Das Besondere an Origin ist, dass ihr das Rad bis ins letzte Detail im Online-Konfigurator auf eure Bedürfnisse zurecht konfigurieren könnt. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, ich habe mich im Origin-Account angemeldet und hier seht ihr schon, ich habe mal mit dem Konfigurator rumgespielt und die kann man sich hier alle ablegen für ewig. Das ist cool. Und hier ist das Rad, das ich hier auch gerade als Testrad habe und das konfigurieren wir jetzt noch mal ein bisschen. Genau, ich bin jetzt hier im Konfigurator drin und das kommt schon sehr genau hin zu dem Rad, das ich hier stehen habe. Und los geht's. Also ihr könnt natürlich die Farbe auswählen und da seht ihr, gibt es alles Mögliche an verschiedenen Farben. Und ihr könnt natürlich auch sagen, dass das nicht zweifarbig ist, wie mein Rad hier, sondern noch eine zweite Farbe auswählen und es einfarbig machen. Und auch glänzend oder matt könnt ihr das gestalten, wie ihr lustig seid. Und auch das Logo könnt ihr auswählen. Also man kann hier auch natürlich so ein fettes Origin-Logo, wie ich es hier am Rad habe, auswählen. Das ist wahrscheinlich das ganz große hier. Oder gar kein Logo. Also auch das ist sehr nett. Ja, dann könnt ihr die Schaltung auswählen. Hier ist gerade eine GRX 1x11-fach verbaut. Und ganz spannend ist, dass ihr immer auch angezeigt bekommt, immer wenn ihr irgendwas konfiguriert, was das an mehr Preis und mehr oder weniger Gewicht verursacht. Also hier gibt es auch eine GX 12-fach natürlich, die ist dann gleich 350 Gramm schwerer. Das liegt aber nicht am Umwerfer oder am Schaltwerk, sondern daran, dass da auch gleich eine neue Kurbel- und Kassette mitkommt. Ja, auch die Kassette kann man natürlich auswählen. Die Kurbelgarnitur könnt ihr euch auswählen. Ihr könnt auch einen Powermeter gleich mit ordern, wenn ihr mögt. Die Laufräder könnt ihr auswählen und hier sind gerade von der Hausmarke Primal die Vega C35 Pro verbaut, also 35 mm hohe Carbon-Laufräder in sehr breit und mega leicht. Das gucke ich gleich nochmal nach. Ich glaube 1350 Gramm wiegt der Laufradsatz und mega teuer. Das macht auch diesen Gesamtpreis aus. Deswegen landen wir bei 4.300 Euro. Da gibt es aber diverse andere Laufräder, zum Teil deutlich günstiger. Ja, und was es auch gibt, ihr könnt die auch gleich mit Nahendynamo bestellen, wenn ihr eine Lichtanlage braucht. Sehr nett. Ja, und auch die Reifen selber könnt ihr auswählen. Auch hier gibt es alles Mögliche von Conti, Schwalbe und diversen. Und ihr könnt auswählen, ob ihr die gleich tubeless aufgebaut haben wollt oder mit Schlauch. Ja, ihr könnt die Sattel auswählen. Hier ist ein Selle Italia SLR Boost Superflow gerade verbaut, den ich übrigens ziemlich bequem finde. Und da gibt es noch diverse andere Selle Italia Sattel. Da ist vielleicht das passende für euch dabei. Auch den Lenker könnt ihr auswählen. Da gibt es verschiedene Ritchie-Modelle aus Alu und Carbon. Sogar das Lenkerband kann man verschiedene auswählen, in verschiedenen Farben auch. Pedalen kauft man ja üblicherweise ohne Pedalen Fahrräder, aber ihr könnt natürlich auch hier Pedalen gleich mitordern. Und auch da wird euch immer gleich das Gewicht angezeigt. Ja, und auch Flaschenhalter, sogar Flaschen selber könnt ihr auswählen. Auch Gepäckträger könnt ihr auswählen, wenn euch nach Gepäckträgern ist.
lassen auch die sich hier gleich mit konfigurieren. Und sogar Taschen fürs Rad. Ja. Und wie gesagt, hier unten immer Preis und Gewicht, das ihr gerade zusammen konfiguriert habt. Das angegebene Gewicht bezieht sich übrigens immer auf Rahmengröße S. Ich habe hier Rahmengröße L, also deutlich größer. Deswegen ist es auch schwerer als im Konfigurator angegeben. Und es wiegt genau 8,3 Kilogramm, was auch schon ordentlich leicht ist. Ja, und wenn ihr fertig seid mit Konfigurieren, könnt ihr es bestellen. Dann dauert das 6 bis 8 Wochen, bis es nach Deutschland geliefert wird. Und der Lieferpreis nach Deutschland sind 95 Euro. Bei Rose & Canyon ist der Versand übrigens so bei 40 Euro. So, jetzt aber doch nochmal zur Ausstattung dieses Rades, dieses Testrades, das ich hier habe. Wie gesagt, das könnt ihr euch beliebig hinkonfigurieren. Deswegen ist das hier auch nur ein Beispiel. Also der Rahmen ist natürlich aus Carbon, wie auch die Gabel. Und die Gabel hat Aufnahmepunkte für Gabeltaschen. Das ist gesetzt immer. Das ist hier das GTO-Modell, das GTR-Modell. Da ist der Rahmen nochmal 100 Gramm leichter, kostet dafür ein paar hundert Euro mehr. Die Leitungen werden alle komplett in verlegt, auch hier wieder unter dem Vorbau durch direkt in den Steuersatz, so wie es irgendwie gerade sehr modern ist. Auch hier habt ihr diverse Anschraubpunkte überall, allerdings nicht oben auf dem Oberrohr. Also wenn ihr da eine Oberrohrtasche befestigen wollt, dann braucht ihr welche mit Klettverschlüssen. Ja, Trieblager geschraubt, BSA, sehr schön, das macht es wartungsarm. Reifenfreiheit 45 mm. Ja, auch das ist irgendwie Standard. Verbaut hier gerade Schwalbe G1 RS Reifen in 40 mm. Die habe ich im Konfigurator allerdings nicht gefunden. Keine Ahnung, ob die vielleicht gerade ausverkauft sind. Auf meinem Testrad sind sie aber drauf, also vermute ich mal, dass es hier auch bei Origin zu konfigurieren gibt. Die Laufräder, die hier verbaut sind, kommen von der Hausmarke Primal. Die Vega C35 Pro und wie der Name schon sagt, 35 mm Flankenhöhe und 1400 Gramm Gewicht. Also trotz der hohen Laufräder super leicht. Das finde ich richtig gut. Sind allerdings schweineteuer. Die kosten nämlich alleine schon 1700 Euro. Also deswegen auch der hohe Preis des Rades. So, ich fahre jetzt nach draußen. Es ist wie immer in Hamburg strahlender Sonnenschein und danach gibt es nochmal ein Fazit. So, ich gebe zu, ich bin entzückt. Was für ein cooles Rad. Also das bringt tatsächlich richtig Spaß. Es ist super schnell und es ist mega komfortabel. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, woran das genau liegt. Das werden wir gleich nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Bis gleich. Oh, ja, also 80 Kilometer später bin ich wieder zurück und ich muss sagen, ich finde das Rad super komfortabel. Ich weiß nur noch nicht genau warum. Ich vermute mal, es ist einfach eine Mischung aus dem Rahmen, den Laufrädern und den Reifen. Die Schwalbe G1 RS bin ich übrigens das erste Mal gefahren und die sind tatsächlich super komfortabel und sau schnell, aber sobald es matschig wird, sind die hoffnungslos überfordert. Und wie immer super fand ich die Shimano GRX Schaltung, ist echt großartig. Hier allerdings mit 1x11-fach, das ist mir ein bisschen zu mager und ein bisschen zu wenig Bandbreite. Da würde ich doch eher auf 1x12-fach wechseln. Ich würde sagen, das Origin Grux 3 GTO ist das perfekte Rad für lange Bikepacking-Urlaube. Also komfortabel und trotzdem schnell. Ja, und es ist das perfekte Rad, wenn ihr kein Rad von der Stange haben wollt. Also in Deutschland werdet ihr einer der wenigen sein, die mit dem Origin-Rad unterwegs seid. Und ihr könnt das genau nach euren Bedürfnissen zurecht konfigurieren. Und dann ist auch der Preis super, weil ihr irgendwie nichts habt, was ihr noch nachkaufen müsst. Also eigentlich das perfekte Rad für meinen nächsten Frankreich-Urlaub, aber nicht mit der Schaltung.
Da würde ich mir, wie gesagt, was anderes wünschen. Und das Rad muss auch leider wieder zurück. Macht aber nichts. Das nächste Rad wartet schon auf den Test. Und wir sehen uns schon sehr bald im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.